Hallo, willkommen zurück bei Lea Talk. Hi zusammen. Wir freuen uns so sehr, dass ihr hier seid. Ich bin Lea. Und ich bin Finn. Auf diesem Kanal helfen wir euch, echtes, alltägliches Deutsch zu üben. Heute haben wir ein sehr spannendes Thema. Wir werden lernen, wie man über seine Pläne für 2026 spricht. Ja, 2026 kommt sehr bald. Es sind nur noch ein paar Tage, also ist es der perfekte Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Das ist so ein nützliches Thema, denn wir alle haben Träume, Ziele und Pläne für das neue Jahr, oder? Absolut. Und im Deutschen gibt es viele verschiedene Arten, über deine zukünftigen Pläne zu sprechen. Manche sind formell, manche sind locker und manche sind für definitive Pläne. Also, heute zeigen wir euch genau, wie ihr eure Pläne für 2026 wie ein Muttersprachler ausdrücken könnt. Bitte denkt daran, dieses Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren für mehr Deutschübungen. Das hilft uns wirklich sehr. Und vergesst nicht, am Ende dieses Videos haben wir eine ganz besondere Frage für euch. Also stellt sicher, dass ihr bis zum Ende schaut. Okay, seid ihr bereit? Los geht's. Also Lea, ich habe eine Frage an dich. Klar, was ist es? 2026 ist fast da. Hast du irgendwelche Pläne für das neue Jahr? Das ist eine gute Frage. Ja, ich habe einige Pläne. Ich möchte 2026 zu einem großartigen Jahr machen. Oh, das klingt aufregend. Erzähl mir mehr. Was planst du zu machen? Also zuerst werde ich eine neue Fähigkeit lernen. Ich möchte lernen, Gitarre zu spielen. Die Gitarre? Wow, das ist fantastisch. Ich wusste nicht, dass du dich für Musik interessierst. Ja, ich wollte schon immer ein Instrument spielen, aber ich hatte nie Zeit. Also werde ich es 2026 endlich machen. Das ist ein toller Plan. Etwas Neues zu lernen ist immer gut. Wie wirst du lernen? Wirst du Kurse nehmen? Ich plane, Online-Kurse zu nehmen. Es gibt viele gute Gitarrenkurse auf YouTube und anderen Webseiten. Ich werde jeden Tag mindestens 30 Minuten üben. Jeden Tag? Das ist Hingabe. Ich bin beeindruckt. Naja, das ist der Plan. Wir werden sehen, ob ich es wirklich mache. Ich glaube an dich, Lea. Okay. Was noch? Hast du andere Pläne für 2026? Ja, ich möchte auch mehr reisen. Ich hoffe, mindestens 3 neue Länder nächstes Jahr zu besuchen. 3 Länder. Wohin möchtest du gehen? Ich denke an Italien, vielleicht Österreich und möglicherweise die Schweiz, aber nichts ist bestätigt. Das sind wunderbare Auswahlen. Italien ist wunderschön. Ich war vor 2 Jahren dort. Wirklich? Du musst mir irgendwann davon erzählen. Was ist mit dir, Finn? Was sind deine Pläne für 2026? Oh, ich habe ziemlich viele Pläne. Zuerst werde ich mich auf meine Gesundheit konzentrieren. Gesundheit? Was meinst du genau? Also, ich möchte regelmäßiger Sport machen. Im Moment trainiere ich nur 1- oder 2-mal pro Woche, aber 2026 werde ich mindestens 4-mal pro Woche ins Fitnessstudio gehen. 4-mal pro Woche? Das ist ein großes Ziel. Ich weiß, aber ich bin entschlossen. Ich plane auch gesünder zu essen. Weniger Fastfood, mehr selbstgekochte Mahlzeiten. Das ist ein großartiger Plan. Gesunder Körper, gesunder Geist. Genau. Und da ist noch mehr. Ich plane 2026 mehr Bücher zu lesen. Wie viele Bücher planst du zu lesen? Ich werde versuchen, mindestens 24 Bücher zu lesen. Das sind 2 Bücher jeden Monat. 2 Bücher im Monat. Das ist beeindruckend. Welche Art von Büchern magst du? Ich liebe Romane, besonders Krimi- und Abenteuergeschichten. Aber ich möchte auch einige Selbstverbesserungsbücher lesen. Selbstverbesserungsbücher sind jetzt sehr beliebt. Hast du bestimmte Titel im Kopf? Noch nicht, aber ich werde eine Liste machen. Ich denke auch darüber nach, einem Buchclub beizutreten, um motiviert zu bleiben. Das ist eine kluge Idee. Ein Buchclub wird dir helfen, auf Kurs zu bleiben. Ich hoffe es. Oh, und noch eine Sache. Ich werde mehr ehrenamtlich arbeiten. Ehrenamtlich arbeiten? Wo? Ich plane, im örtlichen Tierheim ehrenamtlich zu arbeiten. Ich liebe Tiere und ich möchte Hunden und Katzen helfen, die ein Zuhause brauchen. Das ist so nett, Finn. Wie oft planst du ehrenamtlich zu arbeiten? Vielleicht 2-mal im Monat an Wochenenden.
Ich werde Ihren Plan überprüfen und mich bald anmelden. Das klingt nach einem beschäftigten, aber erfüllenden Jahr. Ja, ich bin wirklich aufgeregt wegen 2026. Was ist mit unseren Zuschauern? Ich bin sicher, sie haben auch tolle Pläne. Weißt du, Finn, während wir über unsere Pläne gesprochen haben, haben wir viele verschiedene Ausdrücke benutzt. Das stimmt. Wir haben nicht nur gesagt, ich werde das machen oder ich möchte das machen. Wir haben verschiedene Arten benutzt, um unsere zukünftigen Pläne auszudrücken. Genau. Also lasst uns einen Moment nehmen, um unseren Zuschauern diese verschiedenen Arten beizubringen. Tolle Idee. Lasst uns allen helfen zu verstehen, wann und wie man jeden Ausdruck benutzt. Okay. Die erste Art, wie wir über Pläne gesprochen haben, war die Verwendung von werden. Erinnerst du dich? Ja. Ich sagte, ich werde mich auf meine Gesundheit konzentrieren. Und ich werde 4-mal pro Woche ins Fitnessstudio gehen. Perfekte Beispiele. Werden wird benutzt, wenn du einen definitiven Plan oder eine Absicht hast. Es ist etwas, das du bereits entschieden hast. Also, wenn ich mich bereits entschieden habe, benutze ich werden. Zum Beispiel, ich werde im Januar mit dem Training anfangen. Das bedeutet, ich habe es entschieden, es ist definitiv. Genau richtig. Ich habe auch werden benutzt, als ich sagte, ich werde Gitarre lernen und ich werde jeden Tag üben. Das sind meine definitiven Absichten. Jetzt ist die zweite Art planen. Ich habe das benutzt, als ich sagte, ich plane mehr Bücher zu lesen und ich plane ehrenamtlich zu arbeiten. Ja, planen ist ein bisschen anders. Es bedeutet, du hast einen Plan, aber vielleicht ist er noch nicht 100% sicher. Du denkst darüber nach und bereitest dich vor. Richtig? Es ist, als hättest du die Idee, du hast den Plan, aber du musst vielleicht noch einige Details ausarbeiten. Zum Beispiel sagte ich plane Online-Kurse zu nehmen. Ich weiß, ich will es machen, aber ich habe mich noch nicht angemeldet. Das ist eine perfekte Erklärung. Also ist werden definitiver und planen ist, wenn du einen Plan hast, aber du organisierst noch die Details. Es gibt auch einen anderen Ausdruck, den wir benutzt haben. Hoffen oder möchten. Erinnerst du dich? Oh ja. Du sagtest, ich hoffe, 3 Länder zu besuchen und ich möchte mehr reisen. Genau. Hoffen und möchten sind für Dinge, die wir uns wünschen oder ersehnen, aber sie sind nicht so sicher wie Pläne. Also ist es wie ein Traum oder ein Wunsch, etwas, das du gerne möchtest, dass es passiert. Ja, genau. Wenn ich sage, ich hoffe, Italien zu besuchen, bedeutet das, ich will wirklich den, aber vielleicht bin ich nicht sicher, ob es passieren wird. Vielleicht muss ich zuerst Geld sparen oder vielleicht muss ich meinen Arbeitsplan überprüfen. Das macht Sinn. Also haben wir 3 Stufen. 1. Werden. Definitiver Plan. Entschieden. 2. Planen. Planen Arbeit. Organisieren. 3. Hoffen oder möchten. Traum oder Wunsch. Nicht sicher. Perfekte Zusammenfassung, Finn. Lasst uns mehr Beispiele für unsere Zuschauer geben. Okay, also lasst uns jetzt mit verschiedenen Situationen üben. Lea, stell dir vor, jemand fragt dich nach deinen Karriereplänen für 2026. Gutes Beispiel. Okay, also für meine Karriere, ich werde meinen Chef um eine Beförderung bitten. Ich habe hart gearbeitet und ich denke, ich verdiene es. Das benutzt werden. Also wirst du definitiv fragen. Ja, ich habe mich entschieden. Ich werde es im Januar machen. Aber ich plane auch, einen professionellen Kurs zu nehmen, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Also hast du den Kurs noch nicht angefangen? Nein, ich plane zuerst verschiedene Kurse zu recherchieren und dann den besten auszuwählen. Perfekt. Und hast du irgendwelche Karriereträume? Nun, ich hoffe, irgendwann mein eigenes kleines Geschäft zu starten. Vielleicht Ende 2026 oder 2027. Es ist etwas, das ich wirklich machen möchte. Siehst du, das ist ein großartiges Beispiel für die Verwendung aller 3 Ausdrücke. Jetzt lasst uns eine andere Situation probieren. Lea, frag mich über meine persönlichen Lebenspläne. Okay, Finn, hast du irgendwelche persönlichen Pläne für 2026? Vielleicht über Freunde, Familie oder Hobbys? Ja, ich werde mehr Qualitätszeit mit meiner Familie verbringen.
Wir sind alle so beschäftigt. Also habe ich entschieden, mindestens zweimal im Monat mit ihnen zu Abend zu essen. Das ist schön, das ist ein definitiver Plan mit werden. Ja, ich plane auch besser kochen zu lernen. Im Moment kann ich nur sehr einfache Gerichte machen, aber ich möchte einige richtige Rezepte lernen. Wirst du Kochkurse nehmen? Ich denke darüber nach. Vielleicht schaue ich mir zuerst Online-Tutorials an. Und ich hoffe, einen leckeren Kuchen für den Geburtstag meiner Mutter im März zu machen. Einen Kuchen? Das ist ehrgeizig. Ich bin sicher, er wird großartig sein. Ich hoffe es. Weißt du, Lea, wir sollten auch darüber sprechen, wie man andere Leute nach ihren Plänen fragt. Oh, guter Punkt. Ja, lasst uns unseren Zuschauern beibringen, wie man Fragen über zukünftige Pläne stellt. Also, es gibt verschiedene Arten, jemanden nach seinen Plänen zu fragen. Die häufigste Art ist: Was sind deine Pläne für 2026? Ja, das ist sehr direkt und natürlich. Du kannst auch fragen, hast du irgendwelche Pläne für das neue Jahr? Oder du kannst spezifischer sein. Zum Beispiel: Planst du 2026 etwas Besonderes zu machen? Das ist gut. Du kannst auch über bestimmte Bereiche fragen, wie hast du irgendwelche Reisepläne oder planst du etwas Neues zu lernen? Genau. Lasst uns mit einigen Fragen und Antworten üben. Lea, ich frage dich und du antwortest. Bereit? Bereit. Lea, planst du 2026 irgendwelche Veränderungen in deinem Leben zu machen? Ja, das tue ich. Ich werde organisierter sein. Ich plane, einen Planer zu benutzen, um meine Ziele und Aktivitäten zu verfolgen. Das ist eine großartige Antwort. Ich bin dran. Stell mir eine Frage. Okay. Finn, hast du irgendwelche Reisepläne für 2026? Eigentlich ja. Ich hoffe, im Sommer einen zweiwöchigen Urlaub zu nehmen. Ich denke daran, nach Spanien oder Portugal zu gehen. Ich entscheide noch. Wunderbar. Siehst du, wie natürlich das klingt? Lasst uns noch ein paar mehr probieren. Lea, was hoffst du 2026 zu erreichen? Ich hoffe, um gesünder und glücklicher zu werden. Ich möchte meine Arbeit und mein Privatleben besser ausbalancieren. Oh, und ich plane jeden Tag früher aufzuwachen. Früher? Wirklich? Ja, ich werde versuchen, um 6 Uhr morgens statt um 8 Uhr aufzuwachen. Ich möchte mehr Zeit am Morgen haben. Das wird schwierig für dich sein. Du liebst es zu schlafen. Ich weiß. Aber ich bin entschlossen. Ich denke, wenn ich früh aufwache, werde ich produktiver sein. Nun, viel Glück damit. Okay, Zuschauer. Jetzt seid ihr dran, über eure Antworten auf diese Fragen nachzudenken. Wir werden euch am Ende fragen. Okay, Finn. Jetzt müssen wir über etwas sehr Wichtiges sprechen. Was ist das? Wir müssen über häufige Fehler sprechen, die Lernende machen, wenn sie über zukünftige Pläne sprechen. Oh ja, das ist so wichtig. Viele Lernende werden verwirrt und machen Fehler. Genau. Also lasst uns allen helfen, diese Fehler zu vermeiden. Der erste häufige Fehler ist die falsche Verwendung von Zeitformen bei Zukunftsplänen. Kannst du das erklären? Klar. Manche Lernende sagen, ich gehe morgen ins Fitnessstudio, wenn sie sagen sollten, ich werde morgen ins Fitnessstudio gehen. Was ist der Unterschied? Nun, Präsens kann für nahe Zukunft benutzt werden, besonders bei festen Plänen, aber werden ist klarer für zukünftige Absichten. Also wenn ich bereits gestern entschieden habe, dass ich morgen ins Fitnessstudio gehe, kann ich sagen, ich gehe morgen ins Fitnessstudio. Oder besser, ich werde morgen ins Fitnessstudio gehen. Genau. Aber wenn mich jemand gerade jetzt fragt, hey, willst du zu Mittag essen? Und ich in diesem Moment entscheide, kann ich sagen, klar, ich esse mit dir zu Mittag. Ach so, ich verstehe. Das ist ja klar. Was ist ein anderer häufiger Fehler? Ein anderer Fehler ist das Vergessen des zu nach planen oder hoffen. Oh, ich habe diesen Fehler schon mal gehört. Ja, manche Lernende sagen, ich plane lernen Gitarre. Falsch. Aber der richtige Weg ist, ich plane Gitarre zu lernen. Oder ich hoffe besuchen Italien. Falsch. Es sollte sein, ich hoffe Italien zu besuchen. Perfekt. Dieses kleine Wort zu ist sehr wichtig. Was ist mit der Wortstellung? Machen Lernende dort Fehler? Manchmal, ja. Denkt an die Struktur. Subjekt plus werde, wirst, wird plus Verb am Ende oder bei Nebensätzen mit zu
plus Infinitiv. Kannst du ein Beispiel geben? Klar. Falsch. Ich Gitarre werde lernen. Richtig. Ich werde Gitarre lernen. Das erste klingt sehr falsch. Ich weiß. Aber manche Lernende werden mit der Wortstellung verwirrt, besonders Anfänger. Noch ein Fehler. Manchmal benutzen Lernende die falsche Verbform nach werden oder planen. Oh ja. Sie könnten sagen, ich werde studieren, das ist richtig. Aber Sie sagen vielleicht, ich plane studieren, statt ich plane zu studieren. Richtig. Nach planen und hoffen benutzen wir immer zu plus Infinitiv. Genau. Also denkt daran. Richtig ist, ich werde lernen. Ich plane zu reisen. Ich hoffe zu lernen. Und falsch ist, ich plane reisen. Ich hoffe lernen. Großartige Erklärung. Ich hoffe, unsere Zuschauer machen Notizen. Finn, ich denke, wir sollten auch einige nützliche Vokabeln im Zusammenhang mit Plänen und Zielen beibringen. Das ist eine tolle Idee. Lasst uns unseren Zuschauern einige Extrawörter geben, die sie benutzen können. Okay, das erste Wort ist der Vorsatz. Kennt ihr dieses Wort? Ja. Ein Vorsatz ist eine feste Entscheidung, etwas zu tun, besonders am Anfang eines neuen Jahres. Wir nennen sie Neujahrsvorsätze. Genau, zum Beispiel, mein Neujahrsvorsatz ist es, mehr Sport zu machen. Oder mein Vorsatz für 2026 ist es, Geld zu sparen. Ein anderes nützliches Wort ist das Ziel. Ein Ziel ist etwas, das du erreichen möchtest. Ja, zum Beispiel, mein Ziel ist es, Französisch zu lernen. Oder mein Ziel für 2026 ist es, 50 Bücher zu lesen. Wir haben auch das Wort die Absicht. Es ist ähnlich wie Ziel. Ich habe die Absicht, dieses Projekt bis März zu beenden. Oder meine Absicht ist es, mein Deutsch zu verbessern. Gutes Wort. Was ist mit beabsichtigen? Das ist ein formelleres Wort. Ja, beabsichtigen bedeutet, du planst oder meinst etwas zu tun. Zum Beispiel, ich beabsichtige, nächstes Jahr mein eigenes Geschäft zu starten. Oder ich beabsichtige, mehr zu reisen. Lasst uns auch einige Adjektive lehren, die Leute benutzen können, wenn sie über ihre Pläne sprechen. Gute Idee. Wenn dein Plan sehr ernst und wichtig ist, kannst du sagen, ich bin entschlossen zu. Zum Beispiel, ich bin entschlossen, Gewicht zu verlieren. Oder ich bin entschlossen, meinen Abschluss zu machen. Und wenn du nicht 100% sicher bist, kannst du sagen, ich überlege. Zum Beispiel, ich überlege, den Job zu wechseln. Oder ich überlege, in eine neue Stadt zu ziehen. Eine andere Phrase ist, ich freue mich auf. Das bedeutet, du bist aufgeregt über etwas in der Zukunft. Zum Beispiel, ich freue mich darauf, meinen neuen Job zu beginnen. Oder ich freue mich auf 2026. Aber denk daran, nach sich freuen auf benutzen wir den Akkusativ. Das ist ein wichtiger Punkt. Okay, lasst uns einige weitere nützliche Phrasen geben. Wenn ihr natürlich klingen wollt, könnt ihr diese Phrasen benutzen. Ich habe mich entschieden zu. Ich denke darüber nach. Ich könnte. Ich werde definitiv. Wenn alles gut geht, werde ich. Das sind alles großartig. Lass mich sie in Sätzen benutzen. Ich habe mich entschieden, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich denke darüber nach, ein Haustier zu bekommen. Ich könnte nach Frankreich reisen. Ich werde definitiv Autofahren lernen. Wenn alles gut geht, werde ich dieses Jahr meinen Abschluss machen. Perfekte Beispiele. Unsere Zuschauer können jede dieser Phrasen benutzen, um natürlicher und fließender zu klingen. Okay, Finn, jetzt lasst uns unseren Zuschauern ein komplettes, natürliches Gespräch über Pläne für 2026 zeigen. Tolle Idee. Lass uns so tun, als würden wir uns treffen, nachdem wir uns eine Weile nicht gesehen haben. Okay, bereit? Action. Hey Lea, frohes baldiges 2026. Ich habe dich seit Wochen nicht gesehen. Wie geht es dir? Hi Finn, mir geht's prima, danke. Ja, kannst du glauben, dass 2026 fast da ist? Die Zeit fliegt. Ich weiß. Also, hast du irgendwelche aufregenden Pläne für das neue Jahr? Eigentlich ja.
Ich bin wirklich aufgeregt wegen 2026. Ich werde einige große Veränderungen machen. Oh, wirklich? Erzähl mir mehr. Welche Art von Veränderungen? Nun, zuerst werde ich definitiv mehr reisen. Ich habe bereits eine Reise nach Norwegen im Februar gebucht. Norwegen? Das ist fantastisch. Wie lange gehst du? 2 Wochen. Ich werde Oslo, Bergen und einige Fjorde besuchen. Ich bin so aufgeregt. Das klingt unglaublich. Was planst du noch zu machen? Ich plane auch einen Fotografiekurs zu nehmen. Ich liebe es, Fotos zu machen, aber ich möchte meine Fähigkeiten verbessern. Das ist großartig. Wirst du ihn online oder persönlich nehmen? Ich denke über einen Präsenzkurs nach, weil ich so besser lerne. Ich hoffe, einen guten Kurs in der Nähe meiner Wohnung zu finden. Das klingt nach einem großartigen Plan. Was ist mit der Arbeit? Irgendwelche Karrierepläne? Nun, ich überlege, um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Ich bin jetzt seit 3 Jahren in meiner Firma und ich denke, es ist Zeit. Gut für dich. Du solltest das definitiv machen. Du arbeitest sehr hart. Danke, Finn. Was ist mit dir? Was sind deine Pläne für 2026? Ich habe ein paar Ziele. Zuerst werde ich mich auf meine Gesundheit konzentrieren. Ich plane, einem Fitnessstudio beizutreten und regelmäßig zu trainieren. Das ist toll. Wie oft planst du zu gehen? Ich strebe 3-mal pro Woche an. Ich werde auch versuchen, gesünder zu essen. Mehr Gemüse, weniger Junkfood. Das ist ein solider Plan. Noch etwas anderes? Ja, ich hoffe, eine neue Sprache zu lernen. Ich denke an Französisch oder Italienisch. Oh, zu welcher tendierst du? Ich entscheide noch. Ich könnte mit Französisch anfangen, weil es nützlicher ist. Außerdem hoffe ich, nächstes Jahr Paris zu besuchen, also wäre es hilfreich. Das macht Sinn. Nun, es klingt, als hätten wir beide aufregende Pläne für 2026. Ja, ich freue mich wirklich darauf. Ich denke, 2026 wird ein großartiges Jahr. Ich stimme zu. Lass es uns verwirklichen. Und das, alle zusammen, ist, wie man ein natürliches Gespräch über seine zukünftigen Pläne führt. Wow, Finn, wir haben heute so viel abgedeckt. Das haben wir wirklich. Lasst uns schnell alles zusammenfassen, was wir gelernt haben. Tolle Idee. Also haben wir 3 Hauptarten gelernt, über zukünftige Pläne zu sprechen. Nummer 1. Werden. Für definitive Pläne, die du bereits entschieden hast. Beispiel: Ich werde im Februar nach Norwegen reisen. Nummer 2. Planen. Für Pläne, die du organisierst oder vorbereitest. Beispiel: Ich plane, einen Fotografiekurs zu nehmen. Nummer 3. Hoffen oder möchten für Träume oder Wünsche, die noch nicht sicher sind. Beispiel: Ich hoffe, nächstes Jahr Französisch zu lernen. Wir haben auch gelernt, wie man Fragen über Pläne stellt. Was sind deine Pläne für 2026? Hast du irgendwelche Pläne für das neue Jahr? Planst du etwas Besonderes zu machen? Und wir haben über häufige Fehler gesprochen, die man vermeiden sollte. Vergesst nicht das zu nach planen und hoffen. Benutzt die richtige Verbform. Und denkt an die korrekte Wortstellung. Wir haben auch nützliche Vokabeln gelernt, wie der Vorsatz, das Ziel, die Absicht, beabsichtigen, entschlossen, sich freuen auf. Und am wichtigsten, wir haben euch gezeigt, wie man ein komplettes, natürliches Gespräch über seine Pläne für 2026 führt. Also habt ihr jetzt alle Werkzeuge, die ihr braucht, um selbstbewusst über eure zukünftigen Pläne auf Deutsch zu sprechen. Und jetzt ist es Zeit für unseren Lieblingsteil. Die Frage des Tages. Seid ihr bereit? Die heutige Frage lautet: Was ist ein Plan oder Ziel, das du für 2026 hast? Wir wollen es wissen. Sagt es uns in den Kommentaren unten mit den Phrasen, die wir heute gelernt haben. Ihr könnt euren Kommentar so beginnen: Ich werde, ich plane, ich hoffe. Zum Beispiel könntet ihr schreiben: Ich werde fließend Deutsch lernen. Ich plane, in ein neues Land zu reisen. Ich hoffe, meinen Traumjob zu bekommen. Denkt daran, es kann alles sein. Ein Karriereziel, ein persönliches Ziel, ein Gesundheitsziel, ein Lernziel. Alles. Und seid nicht schüchtern. Wir lesen jeden einzelnen Kommentar und wir lieben es, über eure Träume und Pläne zu hören. Außerdem ist auf Deutsch zu schreiben eine großartige Übung. Also,
Teilt euer Ziel für 2026 jetzt mit uns in den Kommentaren. Wir können es kaum erwarten, sie zu lesen. Und wer weiß, euer Kommentar könnte auch andere Zuschauer inspirieren. Oh, und noch eine Sache. Wenn ihr dieses Video gerade schaut, tippt Hallo in die Kommentare, damit wir wissen, dass ihr es bis zum Ende geschafft habt. Ja, lasst uns sehen, wer das ganze Video geschaut hat. Nun, Lea, ich denke, das ist alles für heute. Ja, ich hoffe, alle haben viel gelernt und fühlen sich sicher, über ihre Pläne für 2026 zu sprechen. Bevor wir fertig sind, lasst uns kurz darüber sprechen, was als nächstes auf diesem Kanal kommt. Oh ja. Nächstes Mal haben wir ein weiteres fantastisches Thema. Nächstes Mal werden wir euch beibringen, wie man über seine Hobbys und Interessen auf Deutsch spricht. Ja, wir werden euch Vokabeln, Phrasen beibringen und natürliche Gespräche über Hobbys führen. Also stellt sicher, dass ihr Lea Talk abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr es nicht verpasst. Und wenn euch das heutige Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen großen Daumen hoch. Das hilft uns wirklich. Ihr könnt dieses Video auch mit euren Freunden, eurer Familie oder Klassenkameraden teilen, die Deutsch lernen. Denkt daran, der beste Weg, euer Deutsch zu verbessern, ist regelmäßiges Üben. Also schaut unsere Videos, schreibt Kommentare und versucht, das Gelernte in echten Gesprächen zu benutzen. Wir glauben an euch. Ihr könnt das schaffen. Vielen Dank fürs Zuschauen heute. Wir hoffen, ihr habt ein fantastisches 2026. Voller Erfolg, Glück und großartiger Deutschkenntnisse. Von uns beiden hier bei Lea Talk. Lernt weiter, übt weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss zusammen.